Österreich, ein Land, das oft unterschätzt wird und das völlig zu Unrecht. Denn wer denkt, hier gäbe es nur Berge und Sachertorte, der kennt nur einen kleinen Teil. Dieses Land ist ein Schatz im Herzen Europas, voller Naturwunder, historischer Städte, kristallklarer Seen, majestätischer Alpen und stiller Orte, die einem den Atem rauben. In diesem Video nehmen wir Sie mit zu 10 ganz besonderen Orten in Österreich, Orte, die man im Leben gesehen haben sollte. Ob beeindruckende Architektur, märchenhafte Landschaften oder Plätze, die einfach nur Magie ausstrahlen. Diese Liste zeigt die Vielfalt eines Landes, das weit mehr ist als nur Wien, Mozart und Skifahren. Wir reisen durch stille Täler, vorbei an Gletschern, Burgen und Wasserfällen. Wir stehen am Rand von Abgründen, blicken auf türkisfarbene Seen, wandern durch historische Gassen und entdecken versteckte Paradiese, die selbst viele Österreicher noch nie gesehen haben. Wenn Sie solche Reisen mögen, voller Atmosphäre, Bilder und Geschichten, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal Weltwunderreise und lassen Sie uns gemeinsam weiterträumen. Und wenn Ihnen das Video gefällt, freuen wir uns natürlich über ein Like. Am Ende verraten wir Ihnen unseren Platz 1. Und der ist nicht nur schön, sondern absolut unvergesslich. Also bleiben Sie bis zum Schluss dabei. Und schreiben Sie uns gern in die Kommentare, welcher Ort in Österreich hat Sie bisher am meisten verzaubert. Willkommen im wilden Herzen Österreichs, dort, wo sich die Enns durch enge Schluchten windet und steile Felswände scheinbar senkrecht in den Himmel ragen. Dort beginnt das Gesäuse. Der Name klingt hart, fast gefährlich. Und genau das war es für viele Generationen. Ein Ort der ungezähmten Natur, voller Kraft und Respekt. Heute ist es ein Nationalpark und einer der beeindruckendsten Orte der Steiermark. Hier zeigt sich die Alpenlandschaft von ihrer dramatischsten Seite. Schroffe Kalkwände, tosende Wildflüsse, tiefe Wälder und eine einzigartige Stille. Keine Seilbahn, keine Hotelschluchten, nur Natur, wie sie wirklich ist. Wanderwege führen durch enge Täler, vorbei an klaren Bächen, über Almwiesen mit Blick auf die imposanten Gipfel des Gesäusegebirges. Wer hier unterwegs ist, begegnet Gämsen, Steinadlern und vielleicht auch sich selbst. Besonders eindrucksvoll ist das Herzstück des Parks, die sogenannte Gesäuseschlucht, wo die Enns zwischen Hochtor und Buchstein hindurchbricht. Ein Schauspiel aus Wasser, Stein und Zeit. Das Gesäuse ist kein klassischer Urlaubsort. Es ist rau, ehrlich, echt. Ein Ort für alle, die das Ursprüngliche suchen und dafür auch mal ein paar Höhenmeter in Kauf nehmen. Platz 10, weil das Gesäuse zeigt, dass man für große Naturerlebnisse nicht weit reisen muss. Manchmal reicht es, einfach tiefer ins eigene Land zu schauen und sich überraschen zu lassen. Es gibt Landschaften, die wie gemalt wirken und Orte, die so viel Geschichte ausstrahlen, dass man sich automatisch langsamer bewegt. Die Wachau, ein Donautal zwischen Melk und Krems, ist beides zugleich. Mittelalterliche Städtchen, steile Weinterrassen, Burgruinen auf Hügeln und Obstgärten, die im Frühling wie ein weißes Meer blühen. Die Wachau ist eine der schönsten Kulturlandschaften Europas und gehört zum UNESCO-Welterbe. Hoch über der Donau thront das barocke Stift Melk, eines der prächtigsten Klöster der Welt. Gold, Marmor, Deckenfresken, eine atemberaubende Bibliothek. Alles zeugt vom Glanz vergangener Jahrhunderte. Doch das Stift ist kein Museum. Hier leben, lehren und arbeiten noch heute Benediktinermönche. Die Wachau lässt sich am besten langsam entdecken. Mit dem Fahrrad entlang des Donauufers, mit dem Schiff, das gemütlich zwischen Weinbergen und Schlössern dahingleitet, oder zu Fuß auf dem Welterbesteig durch Wälder und Weindörfer. Unterwegs trifft man auf klangvolle Namen wie Dürnstein, Spitz oder Weißenkirchen.
kleine Orte mit viel Charakter, regionaler Küche und Gastfreundschaft. Und überall begleitet einen der Duft von Marillen, für die die Region berühmt ist. Platz 9, weil die Wachau und Stift Melk zeigen, wie harmonisch Natur und Kultur zusammenwirken können. Und weil dieser Teil Österreichs nicht laut beeindrucken will, sondern still begeistert. Ein Ort, an dem man sich nicht satt sehen kann und nicht satt fühlen muss. Es gibt Straßen, die sind mehr als nur eine Verbindung von A nach B. Sie sind eine Reise für sich. Die Großglockner Hochalpenstraße ist genau so eine. Sie schlängelt sich auf knapp 50 Kilometern durch die hohen Tauern mit Serpentinen, Tunneln, Panoramablicken und einem Ziel, dem höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner. 2500 Meter über dem Meer beginnt eine Welt aus Fels, Eis und Himmel. Die Straße wurde in den 30er Jahren gebaut. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und bis heute eine der spektakulärsten Passstraßen Europas. Wer hier unterwegs ist, erlebt den ständigen Wechsel. Vom grünen Tal in alpine Kargheit, von Blumenwiesen zu Gletschern, vom warmen Fahrtwind zur klaren, kühlen Bergluft und immer wieder anhalten, staunen, fotografieren. Entlang der Strecke gibt es Aussichtspunkte, Museen, Lehrpfade und Hütten, in denen man einkehren und den Blick genießen kann. Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf die Pasterze, den längsten Gletscher Österreichs, direkt unterhalb des Glockners. Im Sommer rollen hier Motorräder, Oldtimer, Familienautos. Im Herbst liegt oft schon der erste Schnee. Und jedes Mal hat die Strecke ein anderes Gesicht. Platz 8, weil diese Straße zeigt, dass der Weg manchmal wirklich das Ziel ist. Und weil sie jedem, der sie befährt, ein Gefühl von Freiheit, Höhe und Staunen schenkt, ganz ohne zu fliegen. Wasser kann still sein, sanft und beruhigend, aber Wasser kann auch Kraft bedeuten. Und genau das erlebt man bei den Krimmler Wasserfällen. Mit einer Fallhöhe von 388 Metern in 3 Stufen sind sie die höchsten Wasserfälle Mitteleuropas. Ein Naturwunder in Bewegung, laut, gewaltig und faszinierend schön. Schon von weitem hört man das Donnern. Der feine Sprühnebel liegt in der Luft, noch bevor man den ersten Blick auf die tosenden Wassermassen erhascht. Und dann steht man plötzlich davor und spürt die Gischt auf der Haut. Ein gut angelegter Wanderweg führt entlang der Fälle nach oben. Immer wieder öffnen sich Aussichtspunkte, mal ganz nah am Wasser, mal mit Panorama über das Salzachtal. Je höher man steigt, desto klarer wird, hier zeigt sich die Natur von ihrer eindrucksvollsten Seite. Doch die Krimmler Wasserfälle sind nicht nur schön, sie sind auch heilsam. Studien zeigen, dass die feinen Wassertröpfchen eine positive Wirkung auf die Atemwege haben. Viele Menschen kommen nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Durchatmen. Rund um die Fälle lädt der Nationalpark Hohe Tauern zum Wandern, Erleben und Entdecken ein. Platz 7, weil dieser Ort beweist, wie lebendig, kraftvoll und gesund Natur sein kann. Und weil das Gefühl, neben diesen Wassermassen zu stehen, eines ist, das man nie vergisst. Wien kennt jeder, Salzburg auch. Aber Graz? Graz ist die stille Schönheit unter den österreichischen Städten. Charmant, kreativ, mediterran. Mit seiner historischen Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe gehört, und seinem jungen Geist als Universitätsstadt, ist Graz eine perfekte Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. Barocke Fassaden, versteckte Innenhöfe, mittelalterliche Gassen und dann plötzlich moderne Architektur, bunte Graffiti, innovative Cafés. Über allem thront der Schlossberg mit dem berühmten Uhrturm. Von hier aus hat man den besten Blick über die roten Dächer der Stadt.
besonders schön im Abendlicht, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet. Wer durch Graz schlendert, entdeckt an jeder Ecke etwas Neues. Den Hauptplatz mit seinen prachtvollen Gebäuden, die Murinsel, eine moderne Konstruktion mitten im Fluss, oder das Kunsthaus, das wie ein freundliches Raumschiff zwischen den Altbauten liegt. Und dann ist da noch das Lebensgefühl. Graz ist entspannter als Wien, wärmer als Linz, verspielter als Salzburg. Die Stadt hat Stil, ohne sich anzustrengen. Und sie hat Geschmack, im wahrsten Sinne, denn die Region ist bekannt für gutes Essen, frisches Gemüse und das berühmte steirische Kürbiskernöl. Platz 6, weil Graz zeigt, dass große Entdeckungen manchmal nicht laut auftreten. Und weil man sich in diese Stadt nicht auf den ersten Blick verliebt, sondern auf den zweiten, dafür umso mehr. Stadt oder Berge? Wer sich in Österreich nicht entscheiden kann, fährt am besten nach Innsbruck. Denn hier bekommt man beides. Und zwar direkt nebeneinander. Innsbruck liegt eingebettet zwischen hohen Gipfeln am Ufer des Inn. Und schon bei der Ankunft merkt man, diese Stadt ist anders. Urban und alpin, historisch und jung, sportlich und stilvoll. Die Altstadt ist kompakt, aber voll Atmosphäre. Das berühmte Goldene Dachel, kleine Boutiquen, gemütliche Cafés, alles umgeben von Bergkulissen, die aussehen wie gemalt. Nur wenige Minuten entfernt. Moderne Architektur, Universitätsleben, Street Art und internationale Events. Doch das wahre Highlight liegt über der Stadt. Die Nordkette, erreichbar mit der futuristischen Hungerburgbahn, bringt einen in wenigen Minuten von der Altstadt auf über 2000 Meter Höhe. Der Blick auf Innsbruck und das Inntal ist atemberaubend, Sommer wie Winter. Innsbruck ist Sportstadt. Zweimal Austragungsort der Olympischen Winterspiele. Skispringen, Snowboarden, Wandern, Klettern. Hier ist Bewegung Teil des Lebens. Und gleichzeitig gibt's Kultur. Das Tiroler Landesmuseum, das Volkskundemuseum, Konzerte, Galerien. Diese Stadt vereint Gegensätze. Und genau das macht sie so spannend. Platz 5, weil Innsbruck zeigt, wie nah Natur und Kultur beieinander liegen können. Und weil man hier morgens auf dem Gipfel stehen und abends durch die Altstadt flanieren kann, ohne dabei das Gefühl zu verlieren, angekommen zu sein. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Dorf am See, umgeben von steilen Bergen, mit Häusern, die sich an den Fels schmiegen und Gassen, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Hallstatt ist weltberühmt und das nicht ohne Grund. Es ist einer der meistfotografierten Orte in Österreich und sogar in China wurde es einmal originalgetreu nachgebaut. Doch das echte Hallstatt hat etwas, das keine Kopie je haben wird. Echte Geschichte. Hier wurde bereits vor über 7000 Jahren Salz abgebaut. Die sogenannte Hallstattkultur gilt als eine der ältesten Zivilisationen Europas. Und bis heute dreht sich vieles um das weiße Gold. Im ältesten Salzbergwerk der Welt kann man tief in den Berg hineinfahren und erleben, wie hart und wertvoll das Leben früher war. Doch nicht nur das macht Hallstatt besonders. Es ist die Lage, die Ruhe, der See, der manchmal so glatt ist, dass sich die Häuser darin spiegeln wie in einem Gemälde. Die Berge, die bei Sonnenuntergang in warmes Licht getaucht werden und die schmale, verwinkelte Altstadt, durch die man am liebsten barfuß laufen würde, nur um keinen Moment zu verpassen. Ja, Hallstatt ist beliebt, oft überlaufen. Aber wer den richtigen Moment erwischt, früh am Morgen oder spät am Abend, wird einen Ort entdecken, der Magie ausstrahlt. Platz 4, weil Hallstatt nicht nur ein Dorf ist, sondern ein Gefühl und weil es beweist, dass wahre Schönheit manchmal ganz leise ist.
Manchmal braucht es keine weiten Reisen, um Gegensätze zu erleben. In Zell am See und Kaprun treffen sie direkt aufeinander: Gletscher und See, Berg und Stadt, Abenteuer und Entspannung. Die Region liegt im Salzburger Land und gehört zu den vielseitigsten Urlaubszielen Österreichs. Im Sommer wandert man über blühende Almen, schwimmt im kristallklaren Zeller See oder fährt mit dem Rad rund ums Wasser. Im Winter verwandelt sich alles in ein weißes Paradies mit Skipisten, Loipen und verschneiten Berghütten. Über allem thront das ewige Eis, der Kitzsteinhorn-Gletscher. Mit der Seilbahn gelangt man in wenigen Minuten auf über 3000 Meter Höhe. Dort oben wartet eine faszinierende Welt aus Schnee und Fels, selbst im Hochsommer. Die Aussichtsplattform Top of Salzburg bietet ein Panorama, das man nie wieder vergisst. Doch auch unten ist es schön. Zell am See mit seiner lebendigen Altstadt, den Promenaden, Cafés und Bootsanlegestellen. Und Kaprun, etwas ruhiger, mit Charme und direktem Blick auf die Berge. Wer Ruhe sucht, findet sie an einem der vielen Wanderwege oder in den Kapruner Hochgebirgsstauseen, die wie blaue Spiegel zwischen den Gipfeln liegen. Wer Action will, kann Paragliden, Mountainbiken oder Klettern. Alles vor spektakulärer Kulisse. Platz 3, weil Zell am See und Kaprun zeigen, wie perfekt Natur und Tourismus zusammenpassen können. Und weil es wenige Orte gibt, an denen man am Vormittag am Gletscher stehen und am Nachmittag im See baden kann, in ein und demselben Tag. Wien ist keine Stadt, die man schnell versteht. Sie erzählt ihre Geschichten leise, in Fassaden, in Melodien, in einem Stück Sachertorte im richtigen Moment. Wer durch Wien geht, spürt sofort: Hier wurde Weltgeschichte geschrieben. Die Ringstraße mit ihren Prachtbauten, die Hofburg, die Oper, die Kirchen, die Kaffeehäuser. Alles atmet Geschichte, aber ohne verstaubt zu wirken. Denn Wien ist nicht nur Vergangenheit, es ist auch Gegenwart. Moderne Museen, Street Art, junge Designer, ein pulsierendes Nachtleben. Zwischen Prater und Museumsquartier, zwischen Wiener Charme und Wiener Schmäh. Ein typischer Tag in Wien: morgens ein Spaziergang durch den Schlosspark Schönbrunn, mittags ein Besuch im Belvedere, nachmittags ein Espresso im traditionellen Kaffeehaus und abends ein Konzert, klassisch oder ganz modern. Besonders schön ist die Stadt im Frühling, wenn die Bäume entlang der Donau blühen, oder im Herbst, wenn der Wein aus den Heurigen fließt und die Stadt golden leuchtet. Und dann ist da noch dieses besondere Lebensgefühl. Ein bisschen langsamer, ein bisschen genussvoller, ein bisschen widerspenstig, aber immer mit Stil. Platz 2, weil Wien keine Show braucht, um groß zu sein, weil es nicht schreit, sondern flüstert. Und wer genau hinhört, verliebt sich. Nicht unbedingt auf den ersten Blick, aber ganz bestimmt auf den zweiten. Am Ende dieser Reise stehen wir nicht in einer Stadt, nicht an einem See, nicht vor einem Schloss, sondern mitten in der Natur. Und zwar dort, wo sie am stärksten, wildesten und schönsten ist, im Nationalpark Hohe Tauern. Er ist der größte Nationalpark der Alpen. Mehr als 800 Quadratkilometer geschützte Wildnis. Mit Gletschern, tiefen Tälern, wilden Bächen, Wasserfällen, Almwiesen und Gipfeln, die über 3000 Meter hoch in den Himmel ragen. Hier leben Steinböcke, Bartgeier, Murmeltiere und über 10.000 Pflanzen- und Tierarten. Und ja, man sieht sie wirklich, wenn man genau hinschaut. Es gibt kaum einen Ort in Österreich, an dem man die Elemente so intensiv spürt. Das Donnern der Grimler Wasserfälle, die klare Kälte in der Nähe des Gletschers, das Knirschen von Schnee unter Wanderschuhen oder einfach nur die Stille, wenn man weit genug gegangen ist. Der Nationalpark Hohe Tauern ist kein Ort für schnellen Konsum, kein Fotospot für ein Selfie und weiter.
Er verlangt Zeit, Geduld und Achtsamkeit. Aber wer sie aufbringt, wird belohnt mit Momenten, die tief gehen. Platz 1, weil dieser Ort nicht nur zeigt, wie wunderschön Österreich ist, sondern auch, wie wertvoll, zerbrechlich und schützenswert unsere Natur sein kann. Ein Platz zum Staunen, zum Atmen, zum Stillwerden. Und vielleicht der eindrucksvollste Beweis dafür, dass wahre Größe oft dort liegt, wo der Mensch ganz klein wird. 10 Orte, 10 Gründe, warum Österreich viel mehr ist als nur Berge und Mozartkugeln. Von wilden Nationalparks über historische Städte bis zu stillen Seen, dieses Land überrascht, verzaubert und bleibt im Herzen. Wir hoffen, Sie konnten beim Zuschauen ein Stück Fernweh spüren oder vielleicht sogar neu entdecken, was direkt vor der eigenen Haustür liegt. Welcher dieser Orte steht auf Ihrer persönlichen Liste ganz oben? Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare oder verraten Sie uns Ihren ganz persönlichen Geheimtipp. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Wunder dieser Welt haben, dann abonnieren Sie jetzt unseren Kanal Weltwunderreise. Denn das nächste Abenteuer wartet schon und es beginnt, wie immer, mit einem Traum. Bis bald.